Um den Flansch zu lösen, müssen wir zunächst diesen einen Stecker hier lösen. Das ist der Stecker von der Unterdruckdose des PDA-Systems. Dazu holen wir die Verriegelung raus, den blauen Stift hier, schieben wir zur Seite, drücken dann hier auf diesen Hebel und ziehen den Stecker nach unten ab. So. Wir lösen jetzt die Kabelbinder, damit wir den Kabelstrang hier entfernen können. Diesen hier. Achtet darauf, dass der Kabelbinder euch nicht in den Einlasskanal reinfällt. Deswegen haltet eure Hand drunter. So, der ist frei. Und das gleiche Ganze auf allen anderen Kabelbindern. Um den Flansch abzunehmen, müssen wir die beiden Muttern lösen. Die eine befindet sich hier. Ist eine 13er. Ihr braucht dafür eine 13er Nuss. So, das ist die eine. Die andere Mutter befindet sich hier. Das ist ein bisschen hässlich, also vom Aufnehmen, und ihr müsst hier die Schrauben ertasten. So. Achtet darauf, dass euch die Mutter nicht runterfällt und in die Ventile hier reinfällt. Bitte sorgfältig arbeiten. So, die beiden Muttern sind gelöst. Jetzt brauchen wir eine E12 Nuss, Stecknuss E12 für Außentorx. Und von diesen Schrauben haben wir stolze 8 Stück. Und diese Schrauben müssen wir jetzt alle ertasten und sie finden. Die eine Schraube befindet sich hier. Hier ist so ein Loch im Flansch, quasi im Material, damit ihr hier reinkommt und die Schraube ausdrehen könnt. So, holen wir mal die Schraube raus. So, damit ihr eine Vorstellung habt, so sieht sie aus. Und die 12. Und davon gibt es 8 Stück. Und die Kunst ist es jetzt, diese alle zu ertasten, um sie herauszuschrauben. So, der Flansch ist an sich lose. Wir müssen jetzt noch die Steckverbindung hier lösen. Den Stecker hier lösen. Die Verriegelung nach oben. Rausziehen. Und so ist der Stecker ab. Also dieses Rohr, das vom AGR-Ventil die Abgase in den Flansch überführt, das Rohr muss auch raus. Wir haben jetzt den Flansch der Ansaugbrücke ausgebaut und hier nochmal zur Erklärung, das ist das Rohr, über das das AGR-Ventil die Abgase zurück zum Ansaugtrakt überführt. Das Rohr ist hier befestigt. Stopp, so. Das Rohr ist so befestigt. Hier kommen die ganzen Abgase rein und hier seht ihr, wie die Abgase ihren Weg in die einzelnen Zylinder nehmen. Mit zunehmender Laufleistung und je älter das Auto wird, desto mehr verrußen hier diese ganzen Kanäle. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt einen Kanal
hier stark verrußt ist, wie der hier zum Beispiel, ist richtig fest drin, habt ihr es gesehen? Dann verstopft sich hier ein Kanal und die anderen Zylinder bekommen zu viel Abgase rein. Und so kommt es, dass die Drehzahl anfängt zu schwanken. Das kann eine der möglichen Ursachen sein. Das Auto ist 12 Jahre alt, hat 170.000 gelaufen. Jetzt haben wir uns die Mühe gemacht und reinigen jetzt die Kanäle hier vom ganzen Dreck, von den ganzen Verkorkungen, damit der Kanal wieder sauber ist. Das heißt, wir werden mit dem Schraubenzieher so ausschaben und auch mit Bremsenreiniger oder es gibt auch spezielle AGR-Reiniger aufsprühen, einwirken lassen und dann mit einer Bürste das hier sauber machen. Und wenn das sauber ist, bauen wir das Ganze wieder zusammen. Hier ist die Auflagefläche. Die Dichtung habe ich schon entfernt. Und wie ihr seht, ist hier noch das alte Eingebrannte. Das tut ihr vorsichtig mit dem Schraubenzieher so abschaben. Und hier ist noch die alte Verrußung von dem Flansch. Das tut ihr vorsichtig abschaben. Mit dem Schraubenzieher nicht tief ins Material reindrücken, sondern ganz behutsam. Das alles hier sauber machen. Und dann nochmal mit einem nassen Schleifpapier hier anschleifen, damit die Auflagefläche schön plan und gleichmäßig ist. Und dann setzen wir eine neue Dichtung auf und bauen das alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Jetzt noch eine Anmerkung zu dem Verlauf, wie sich sowas ankündigt bzw. zu den Symptomen. Meine Erfahrung ist, dass sich sowas über die Zeit ankündigt. Es beginnt meistens mit langsamem Abnehmen der Motorleistung und irgendwann merkt man, dass im Standgas die Tachonadel nicht mehr exakt die Drehzahl hält und schwankt. So war es bei unserem Auto hier in diesem Video. Würde man das vernachlässigen und weiterfahren, so wäre ein unrunder Motorlauf und später auch Zündaussetzer die Folge. Spätestens bei den Zündaussetzern sollte dann die Motorkontrollleuchte oder die Abgaskontrollleuchte aufleuchten. Der Hintergrund zu den Zündaussetzern in diesem Fall ist verständlich. Wenn ein Kanal mal zugesetzt ist, so bekommen die anderen Zylinder eine zu hohe AGR-Rate in den Brennraum und das vom Steuergerät errechnete Kraftstoff-Luft-Gemisch passt nicht mehr zu der erwarteten Verbrennung. Daher könnte auch die Abgaskontrollleuchte aufleuchten, weil die Lambda-Sonde einen Fehler meldet. Natürlich gibt es auch andere Ursachen, die zu diesen beschriebenen Symptomen führen könnten. Daher stellt sich die Frage, wie könnt ihr überprüfen, ob bei euch auch diese AGR-Kanäle verkorkt sind. Mein Tipp: löscht den Federspeicher, zieht den Stecker vom AGR-Ventil ab, startet dann den Motor und beobachtet, ob das Problem noch vorhanden ist. Wenn euer Motor sauber und rund läuft ohne AGR-Ventil, dann werden wohl die AGR-Kanäle dicht sein. Wenn euer Motor genauso schlecht läuft ohne AGR-Ventil, dann liegt bei euch wohl ein anderes Problem vor. Beachtet bitte den Hinweis, dass beim Abziehen des AGR-Steckers die Motorkontrollleuchte aufleuchten wird und nach eurem Test wieder gelöscht werden muss. Die Reparatur oder Instandsetzung ist an sich nicht teuer, nur etwas aufwendig. Alles, was man dafür benötigt, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. An dieser Stelle hoffe ich, dass dieses Video euch weiterhilft und würde mich über einen Kommentar, Like oder Abo freuen. Und keine Sorge, ein Abonnement ist kostenlos und ihr verpasst dadurch keine weiteren Videos auf diesem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.